Sie sind weg, weg, sie sind nicht mehr hier, die Zitruspflanzen. Aber die werden bald wieder hierher kommen. Aber, und damit hallo und herzlich willkommen im neuen Video von Gartenschlau. Ihr seht, die Terrasse ist total leer. Die Luft ist kalt und man riecht es schon, alleine schon daran, weil die meisten ihre Öfen angeschaltet haben und es riecht nach verbranntem Holz. Und mir ist gestern, nachdem ich hier die Zitruspflanzen weggeräumt habe, etwas aufgefallen, und zwar da unten. Und da gehen wir jetzt hin. Und zwar, ich habe es euch schon mal gezeigt, und zwar genau vor einem Jahr. Ihr seht es jetzt nicht, weil es hier glänzt, doch ihr seht es. Und zwar, Fake fliegt auf nach fast 3 Jahren. Zephyranthus im Ausland bestellt und es ist was anderes gekommen. Ihr wisst, das geht bestimmt vielen so, die einfach sich mal mit Pflanzen beschäftigen. Man sieht irgendwas, denkt, boah, geil, bestellt das, und am Ende ist was anderes rausgekommen. Und bei dieser Zephyranthus, das ist ein Pflänzchen, die stammt noch so aus meiner Amaryllis-Phase. Ihr wisst, ich habe eine Zeit lang sehr viel über Amaryllis gemacht und dann hatte ich im Internet auf der seriösesten Handelsplattform eBay, also jetzt nicht wegen eBay, sondern eben, weil da sich sehr viele Leute tummeln, eine Pflanze bestellt, die hätte eigentlich rote Blüten haben sollen, hat sie aber nicht gehabt. Das ist eigentlich die Naturform, keine Hybride, die hier wunderschöne weiße Blüten ausbildet und jetzt wieder am Blühen ist. Sieht man hier richtig schöne Blüte an und für sich. Und ja, sie hat hier noch eine weitere Blütenknospe. Die Pflanze kann man eigentlich draußen auspflanzen, habe ich festgestellt. Die hält einiges aus. Und ja, und ich dachte mir jetzt, da wir jetzt hier unten im Garten sind, können wir die Gelegenheit nutzen, uns hier etwas weiter umzuschauen. Vor inzwischen bestimmt 3-4 Jahren habe ich mal einen Mammutbaum ausgesät. Der ist jetzt richtig schön groß geworden. Mittlerweile steht hier im 20-Liter-Container und ist richtig kerngesund und wird immer größer. Wenn er jetzt noch ein paar Jahre mehr auf dem Buckel hat, dann ist es eine sehr wertvolle Pflanze auf jeden Fall, weil ihr wisst ja, Mammutbäume, wenn die ein gewisses Alter haben, darf man auch gar nicht mehr fällen. Das heißt, ich könnte den dann irgendwo auspflanzen im Garten und dann ist er im Garten geschützt. Aber es wird ein Riesenbaum, deswegen ist er ein Mammutbaum. Und ja, ob man das unbedingt dann den Platz im Garten hat, dann lieber als vielleicht Bonsai im Topf halten, könnte auch interessant sein. Hier hinten dran ist der Kaki-Baum, einer von meinen Kaki-Bäumen der Sorte Cinebulli. Das war die kleinste Pflanze bisher, also da, wo jetzt dieser Seitenast war, so klein war die bisher und dann ist er auf einmal richtig stark gewachsen und ist mittlerweile größer als die andere Pflanze im letzten Jahr. Und man sieht hier, da sind jetzt schon die neuen Knospenanlagen. Ob das dann auch schon die Blütenanlagen sind für nächstes Jahr, machen wir mal das Blatt ab, dass man sehen kann. So kann man es ein bisschen besser sehen. Dann wäre das cool, wenn die nächstes Jahr blüht. Ihr seht, die Blätter hatten echt Probleme gehabt, auch mit dem Hagel. Das ist allerdings vernachlässigbar, weil zum einen der Baum macht ja neue Blätter, wie wir hier sehen, neue schöne Triebe. Und zum anderen, das mit den Blättern ist praktisch so eine Sache, die hat sich nach einem Jahr wieder erledigt und dann schaut der Baum wieder schön aus. Auf jeden Fall freue ich mich, dass diese Kaki-Pflanze so einen Wachstumsschub hatte. Wir sehen uns auch gleich noch die zweite Pflanze an. Die ist ein bisschen kleiner, hat aber ein paar mehr Fronttriebe. Ja, Thema Feigen ist ja vom Feigenhof der Hauptblock. Deswegen, da wird es mehr auf diesem Kanal Videos zum Thema Feigen geben. Aber wir sehen hier die Honeyheart, die hier richtig voll hängt mit Früchten. Also so stellt man sich das vor. Da kann man nur hoffen, dass das Wetter weiterhin so hält und die Pflanzen sich praktisch noch so halten können, dass sie die Früchte ausreifen lassen können. Das gleiche zählt natürlich hier auch bei der Ice Crystal Feige. Die Sorte mit den schönsten Blättern meiner Meinung nach und auch mit den fruchtigsten Früchten, so ein bisschen vom Geschmack her, ein bisschen mehr Säure, und das schadet bei den ansonsten richtig süßen Feigen nicht, wenn die dann auch mal ein paar andere Geschmacksnoten haben. Ja. Und dann gucken wir jetzt mal weiter, was hier so wächst. Natürlich wieder eine Feige. Feige ist überall ein Riesenthema, aber das soll nicht das Hauptthema sein, weil hier wächst vieles. Und das, was mich am meisten begeistert dieses Jahr, ist natürlich die Albizia julibrissim. Ja. Schaut euch mal diesen Blütenstand an. Ich wollte schon sagen, blöden Blütenstand. Blütenstand an dieser Pflanze. Da läuten schon die Glocken im Hintergrund. Wie spät ist es denn eigentlich?
Es ist 10 Uhr. 10 Uhr in Deutschland. Zeit für Albizia julibrissim. Die ist auch schon wach. Ihr seht das, die Blätter falten sich so langsam auf. Die hört schon die Glocken läuten und dementsprechend ist es Zeit für die Pflanze aufzuwachen. Aber kleiner Spaß am Rande. Die Pflanze ist hoch motiviert. Also die hat jetzt nicht nur hier diesen einen Blütenstand, sondern haltet euch mal fest. Wir wandern mal hier rüber mit der Kamera. Hier kommt noch ein Blütenstand raus. Da kommt ein Blütenstand raus. Und hat sie noch einen? Gucken wir mal. Und auf der anderen Seite ist hier auch ein Blütenständchen vorhanden, ein paar Blütenknospen. Und es ist ganz gut, dass wir hier auf dieser Seite sind, weil wir wenden uns mal aus dem Wind. Es ist hier alles ein bisschen buschig. Ich komme aktuell einfach nicht hinterher, das Thema Garten weiter zu bearbeiten. Außerdem, die Ackerwinde ist sehr, sehr lästig. Aber wir können der Ackerwinde einfach mal folgen und dann sehen wir, die Himbeeren liefern auch noch schöne Früchte. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr auch noch Himbeeren erntet. Ja, und dann sehen wir hier von der anderen Seite wieder die Eiskristallfeige. Und hier ist noch ein Feigenbaum, der ist sehr, sehr interessant, weil das ist eine von den Pflanzen, die ich einmal von der Firma BLU bekommen hatte. Die haben, meine ich, nur die Brown Turkey im Sortiment und die hat sich sehr gut entwickelt. Die war, als ich sie bekommen hatte, die war so klein, bloß so 10 cm oder so, und die hat jetzt Früchte ohne Ende angesetzt, wächst ein bisschen schief und krumm, weil sich die die Himbeere hier in den Weg gedrückt hat. Gleichzeitig natürlich die Ackerwinde ihren Job macht, ja, die Pflanzen nach unten erwürgt nahezu. Also Ackerwinde ist echt, wirklich, das ist sehr kompliziert. Jetzt sind auch nur die Himbeeren abgebrochen. Oh no! Aber dafür sind ja sehr viele Feigen an dieser Pflanze. Wenn wir jetzt schon hier ganz hinten sind, sehen wir auch wieder die Problematik der Brombeere. Ja, hier, die kommt wieder hier raus. Das heißt, die muss ich jetzt in den nächsten Tagen wieder rausnehmen, weil die Triebe, seit die zurückgeschnitten ist, massiv zurückgeschnitten worden ist, haben die Triebe natürlich mehr Energie und wachsen und wuchern überall. Jetzt sind wir hier bei dem Seidenraupenbaum. Da hat es leider dieses Jahr nicht geklappt mit den Früchten. Und auch hier ist wieder die Ackerwinde fleißig. Echt schlimm. Ackerwinde bin ich kein Fan von. Aber die Pflanze hat sich ganz gut berappelt, ist schön gewachsen. Ich hoffe, die setzt sich dann in Zukunft noch stärker durch, sodass sie dann endlich mal Früchte liefert. Weil ich weiß, unweit von uns, vielleicht so 15 Kilometer von uns, wachsen auch Bäume, die schon Früchte geliefert hatten. Ja, und da muss man mal eben gespannt sein, wie es sich in den nächsten Jahren weiterentwickeln wird. Wechseln wir nochmal die Perspektive. Hier ist die mexikanische Sonnenblume. Das ist eine von den Blühpflanzen, die ich besonders liebe. Richtig schöne große Pflanzen werden das mit sehr, sehr vielen Blüten. Und ja, auch schöne Pflanze ist natürlich die Musa Bassio, die hier wächst. Hat jetzt ein bisschen Probleme mit der Brombeere, die hier wächst. Und hier ist der zweite Kagi-Baum, der richtig schön groß ist und hoffentlich auch nächstes Jahr Blüten bringt und Früchte. Das ist die größte Hoffnung, aber so groß wie er ist, wird es sicher funktionieren. Der zweite Seitentrieb der Musa Bassio kämpft hier mit dieser Brombeere, die ich jetzt beseitigen werden muss heute, spätestens morgen. Man muss ja seine Freizeit nutzen und Unkraut beseitigen, weil das ist momentan eine sehr dominante botanische Mitbewohnerin, die Brombeere, die einfach nicht hier unbedingt sein muss. Und jetzt gucken wir mal weiter, was noch ist. Ist ja nicht immer alles Banane, deswegen gucken wir mal weiter. Auf etwas, was ich sehr, sehr gespannt bin, ist auf jeden Fall nächstes Jahr der Sanddorn, der nächstes Jahr, so die große Hoffnung natürlich, Früchte liefern wird. Es ist eine Selbstfruchtersorte, bedeutet, die braucht keinen Bestäuber und dann hat man eben nur eine Pflanze im Garten, was natürlich platzsparend ist, vor allem für kleine Gärten, und dementsprechend hoffe ich, dass das dann nächstes Jahr schöne Früchte gibt. Beim Sanddorn muss man aufpassen, der heißt nicht umsonst Dorn, da sind nämlich so
spitze Dornen an der Pflanze, an den Triebenden in aller Regel. Und die pieksen schon ordentlich, wenn man da dran fasst. Ich habe im letzten Video schon kritisiert, dass ich kein Fan, also ich bin schon Fan vom Holunder, ja, aber kein Fan vom Holunder im Garten bin, weil die sind natürlich krankheitsanfällig und dementsprechend werde ich die hier zurückschneiden, weil ich ja auch keine Mittelchen einsetzen möchte. Pflanzenschutzmittel in irgendwelchen größeren Umfängen, da habe ich eigentlich keine Motivation dazu und dementsprechend wird dieser Wacholder einfach, Holunder, nicht Wacholder, Wacholder steht ja vorm Garten, auch von WLU übrigens, keine Werbung, aber da ist die Pflanze halt her und der Holunder kann vielleicht auch umgepflanzt werden, es ist aber mittlerweile eine sehr große Pflanze, muss ich mal gucken. Da habe ich mich noch nicht gänzlich entschieden, wie ich das angehen werde. Hier ist der Maulbeerbaum, den ich letztes Jahr im Frühjahr, oder was? Ja doch, letztes Jahr im Herbst mit der Motorsense ungeschickt verkleinert hatte. Ich hoffe, dass der Baum nicht veredelt war. Normal ist es eigentlich blöd, wenn man Maulbeeren veredelt, weil wenn die Unterlage durchwächst, es ist immer besser, wenn man eben das wurzelecht macht, finde ich, ist so meine Meinung. Und deswegen gehe ich davon aus, dass da schon noch die Originalsorte vorhanden ist. Ich habe aber damals das, was ich ungeschickterweise abgesenzt hatte, bewurzelt als Steckling und da habe ich eine schöne Pflanze, die ich dann in den Garten einpflanze. Wenn wir jetzt hier schon auf der Seite sind, sehen wir hier bei der Musabassio, wie sich hier die Brombeere durchdrückt und durchwuchert. Das muss auf jeden Fall beseitigt werden, weil die Pflanzen haben einfach keine Chance und so eine Banane gegen die gegen diese Widerhaken, die hier sind, das zerreißt einfach die Blätter. Klar, jetzt haben wir Herbst und die Pflanze wird irgendwann sowieso mal dem Winter weichen müssen. Aber solange das eben nicht ist, kann man fleißig sein und die Brombeere beseitigen. Und so ist das halt einfach. Und was haben wir noch? Da haben wir noch immer was. Und da hinten sehe ich schon etwas. Da müssen wir nicht hin. Ihr könnt es euch schon denken, die Maulbeere. Doch bevor wir hier zu dieser Maulbeere kommen, und da hinten sieht man schon so ein bisschen was schimmern vielleicht, farblich, gucken wir hier bei der Feige, da ist so eine Feige, genau hier ist eine Feigenfrucht an der Feige und Maulbeeren sind ja mit den Feigen verwandt, sind ja auch Maulbeergewächse, die Feigen. Die Feigen machen sehr fleißig über das ganze Jahr bis zum Frost Früchte und genau das Gleiche gilt natürlich auch für den Maulbeerbaum, der hier Früchte wieder ausbildet, was einfach an der Witterung liegt. Der hatte jetzt einfach eine Pause eingelegt, weil es auch so extrem heiß und anstrengend war für die Pflanze. Da macht man einfach keine Früchte. So ähnlich wie bei den Feigen. Und dann seht ihr, hier ist eine Frucht dran und es gibt noch weitere Früchte, die wir jetzt gleich entdecken. Hier ist eine Frucht und wo haben wir noch? Ich habe gestern noch irgendwo welche gesehen, aber hier ist noch eine kleine Frucht, die wächst. Also überall, wo ein Neuaustrieb vorhanden ist, wachsen aktuell Früchte. Und das ist die momentan größte Frucht, die auch schon ausgefärbt ist. Ob die jetzt die Größe aus dem Sommer, Frühsommer bekommen, müssen wir mal abwarten. Und ja, schauen wir mal. Ich habe natürlich auch, also was heißt natürlich, ich hatte, dass wir das auch noch thematisieren, bei dem Maulbeerbaum so eine Abwurzelungskugel gemacht. Es schaut jetzt so aus, als ob hier eine Wurzel herauskommt. Muss man mal abwarten, wie das sich entwickelt. Maulbeeren bewurzeln deutlich langsamer als Feigenbäume. Und ja, da ist das halt einfach so, dass man sich an die Gegebenheiten entsprechend anpassen muss. Und dann war es das an und für sich auch schon. Weil ich sag mal, Thema Pistazie, die sind jetzt ziemlich gewuchert. Das ist jetzt auch das letzte Thema im Video. Da muss man vielleicht ein bisschen zurückschneiden und dafür sorgen, dass sie vielleicht etwas strukturierter wachsen. Vor allem, ich muss auch diesen Feigenbaum stützen, dass er anders wächst oder woanders hingepflanzt wird, weil anfangs waren die Pflanzen natürlich klein, sind jetzt deutlich größer geworden und ich muss halt überlegen, was hat mehr Priorität. Der Pistazienbaum, ich kann mir vorstellen, wenn er größer ist als aktuell, dann ist es mit der Bestäubung vielleicht auch besser, weil er einfach mehr Blüten, männlich wie weiblich, vorhanden sind, die sich dann eben entsprechend bestäuben können. Und der Maulbeerbaum ist ja eh gigantisch, wenn jetzt daneben dran so ein gigantischer Pistazienbaum oder eben 2 Pistazienbäume sind, dann wird es natürlich schon ein bisschen knapp. Ja,
das war das Update zu den Pflanzen hier im Garten. Ich bin sehr gespannt, wie die Maulbeere sich entwickelt. Die Feigen gibt es auf dem feigenhof.de Kanal, aber natürlich auch die Maulbeeren. Und bis zum nächsten Video würde ich sagen, bis dahin schönen Sonntag und tschüss.